Grüße euch, liebe Zuseher. Nochmal herzlichst willkommen, liebe Zuseher, hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Sehen wir uns heute mal etwas näher den Dobermann im Vergleich zum Riesenschnauzer an. Ja, zwei Hunderassen, die als miteinander verwandt gelten. Pinscher und Schnauzer sind miteinander verwandt. Dobermann, Pinscher, ja, Dobermann hieß ja lange Zeit Dobermann, Pinscher. Doch der Dobermann weist weniger Pinscherblut vor, als viele glauben möchten. Dennoch, Pinscher, Schnauzer sind miteinander verwandt. Eines ist allerdings ganz klar, glasklar, das ist, dass sie ähnliches Publikum ansprechen. Personen, denen Hunde gefallen, die groß, stark, tolle Familienhunde sind, die leistungsfähig sind und sich fantastisch für den Abrichtesport eignen. Das sind Kriterien, welche beide Hunderassen zeigen, möchte ich behaupten. Ja. Ich gehe mal davon aus, dass Sie über die Geschichte des Dobermanns und über die Geschichte des Riesenschnauzers Bescheid wissen. Wenn dem nicht so ist, dann kratze ich die beiden ganz kurz, wirklich ganz kurz mal an. Im 19. Jahrhundert lebte in Apolda in Deutschland ein gewisser Herr Friedrich Louis Dobermann. Der war Steuereintreiber, Hundefänger, hatte noch einige andere Jobs auch. Der wollte einen Hund erschaffen, der ihm bei seiner gefährlichen Arbeit als Steuereintreiber beschützt. Er hatte eine Lieblingshündin, eine Mausgraue, die hieß Schnuppe, und die verpaarte er mit von ihm als Hundefänger gefangenen Hunden. Ja, so lange, bis er da einen Typ Hund erschuf, der seinen Vorstellungen entsprochen hat. Der war mannscharf und er hatte die körperliche Fähigkeit, ihn zu beschützen. Schnell wurde die Polizei auf diese Dobermann-Hunde aufmerksam und kam mit ihm ins Geschäft. Und der Gendarmeriehund war geboren. So war der Dobermann, der Vorfahre des Dobermanns, damals unter diesem Namen bekannt. Ja, lange Zeit später dann war der Dobermann noch als Diensthund bei Polizei und Militär in Einsatz, bevor man damit begann, ihn durch andere Hunderassen zu ersetzen. Das hatte verschiedene Gründe. Es mag die eine oder andere Polizeieinheit heute noch geben, die den Dobermann einsetzt. Ganz sicher auch beim Militär wird es so sein. Dennoch, Dobermann ist heute nach wie vor einer der beliebtesten Familienbegleit-, Wach- und Schutzhunde und einer der tollsten Gebrauchshunde, die es gibt auf der ganzen Welt. Herrlich zu arbeiten mit diesen Hunden. Kurz beim Riesenschnauzer reingesehen. Pinscher. Glatthaarige und rauhaarige Pinscher. Die glatthaarigen Pinscher, aus denen entstanden der Zwergpinscher, der deutsche Pinscher, der Dobermann-Pinscher, und aus den rauhaarigen Pinscher entstanden der Zwergschnauzer, der Mittelschnauzer und eben der Riesenschnauzer. Verzeihung, irgendwer steht da unten vor dem Fenster und mein Hund gibt ihm gerade zu verstehen, abzuhauen. Ja, Riesenschnauzer. Diese Hunde hatten vor mehreren hundert Jahren, die gibt es ja schon sehr lange. Schnauzer gehören zu den ältesten Hundetypen Europas überhaupt. Ja. Hatten die immer die Aufgabe, Pferdeställe vor Mäusen und Ratten sauber zu halten. Doch nicht nur das, die mussten auch Fremde, die sich näherten, wegpinschern, was so viel bedeutete wie wegbeißen. Daher der Name. Außerdem hatten sie die Aufgabe, die Fuhrleute, wenn die mit den Fuhrwerken unterwegs waren, laufend zu begleiten. Und wenn dann irgendwann Rast eingelegt wurde, Lager aufgeschlagen wurden, dann mussten die diese Lager bewachen. Selbstständig auf Jagd gehen, ein Hundefutter gab es keins, also konzentrierten die sich auf Kaninchen und so weiter. Das waren Hunde mit stark ausgeprägtem Territorialverhalten, also gute Wächter, stark ausgeprägten Schutztrieb, sehr zähe, leistungsfähige, genügsame, robuste Hunde. Ja, der Riesenschnauzer stellt den größten der rauhaarigen Pinscher dar und wurde so wie der Dobermann dann lange Zeit als Diensthund bei Militär und Polizei verwendet. Ist aber so wie beim Dobermann ähnlich, dass der heutzutage immer öfter von anderen Hunderassen als Diensthund abgelöst wird, aus verschiedensten Gründen. Dennoch, genauso wie der Dobermann, auch der Riesenschnauzer heute ein sehr beliebter Familienhund, exzellenter Wach- und Schutzhund, Top-Gebrauchshund. Schöne Arbeiten mit dem Riesenschnauzer erlebt. Beide Hunderassen zählen zu meinen absoluten Top 10. Lassen Sie uns jetzt mal nachsehen, was die beiden miteinander gemein haben, was sie voneinander unterscheidet, welche Vor- und Nachteile sie zu bieten haben. Ja, gehen wir mal zur Größe. Der Dobermann und der Riesenschnauzer sind etwa gleich groß. Ja, hier bewegen wir uns um die 70 cm Schulterhöhe. Ich saß schon mit nur knapp über 60 cm Schulterhöhe. Ich saß aber auch schon mit fast 75 cm Schulterhöhe. Sowohl Dobermänner wie auch Riesenschnauzer. Sie sind etwa
gleich groß. Beim Gewicht sieht sie etwas anders aus. Auch wenn es sich hier oft nur um 5 Kilo handelt, ist der Riesenschnauzer der etwas schwerere Hund. Schauen Sie, der Durchschnittsdobermann Rüde erreicht bis zu 45 Kilo. Es mag auch den einen oder anderen Dobermann draußen geben, der 50 Kilo auf die Waage schmeißt. Doch schwerer kann ich sie mir nicht vorstellen. Ist nicht der Genotyp des Dobermanns. Also zwischen 45 und 50 Kilo, wenn es kapitale Dobermänner sind, möchte ich betonen. 50 Kilo sind bei einem kapitalen Riesenschnauzerrüden keine Seltenheit. Xanto, mit dem ich ein ganz exquisites Erlebnis hatte, war ein Rüde mit 55 Kilo groß. 73, 74 cm Schulterhöhe. Trocken. Ein kapitaler, beeindruckender, wunderschöner Riesenschnauzer. Rüde. Also, gewichtstechnisch unterscheiden sie sich ein wenig. Nicht um viel, doch der Riesenschnauzer ist der etwas schwerere Hund. Gehen wir mal zur Fellbeschaffenheit. Hier unterscheiden sie sich stark, denn der Dobermann ist das klassische Kurzer mit so gut wie keiner Unterwolle, während der Riesenschnauzer ein rauhaariger Hund ist mit dichter Unterwolle. Dobermann ein sehr pflegeleichtes Fell, Riesenschnauzer intensiv zu pflegendes Fell. Sie wissen schon, alle paar Monate trimmen oder scheren, hier scheiden sich die Geister, aber das Fell erfordert schon weit mehr Arbeit als das des Dobermanns. Die Farben. Den Dobermann gibt es hauptsächlich in 2 Farben. Das ist schwarz mit braunen Abzeichen oder braun mit etwas heller braunen Abzeichen. Es gibt den Dobermann zwar auch in weiß, ich sah noch nie persönlich einen, nur auf Videos und auf Bildern, doch es gibt ihn und es gibt ihn auch in blau. Sie wissen schon, dieses Dilution-Gen. Hat aber etwas auch mit Problemen, also Dilution-Gen, da können Sie sich einlesen, ist nicht immer optimal bei Hunden. Ja. Den Riesenschnauzer gibt es ausnahmslos in 2 Farben, in rein schwarz oder in Salz und Pfeffer, das ist dieses Grau. Sehen wir uns mal die allgemeine Erscheinung an. Was haben sie miteinander gemein? Es sind beides Hunde, die eine gewisse Aura haben. Ja? Eine Aura, die Respekt fordert. Also wenn ihnen ein Riesenschnauzer oder ein Dobermann entgegenkommen, ist es schon recht respekteinflößend, wenn es 2 gute Vertreter ihrer Rasse sind, möchte ich sagen. Es sind beides Hunde, die sofort mal zu verstehen geben, ich bin ein Sportler, ich bin leistungsfähig, ich bin stark. Ja? Das sind Gemeinsamkeiten. Doch genauer betrachtet unterscheiden sie sich in der Gesamterscheinung recht stark. Der Dobermann wirkt weit windiger, eleganter auf mich. Der Schnauzer, obwohl er hier oftmals nur 5 Kilo schwerer ist, wirkt grober, urtümlicher, kräftiger auf mich. Mag mit der Fellbeschaffenheit, mit der Verschiedenheit der Fellbeschaffenheiten zu tun haben, doch es wirkt so. Der Schnauzer ist der etwas kerniger gebaute Hund, während der Dobermann etwas eleganter und windiger daherkommt. Also sie haben beide eine völlig verschiedene Gesamterscheinung vorzuweisen, möchte ich sagen. Doch jede der beiden hat ihren ganz besonderen Charme. Also da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Bewegungsdrang. Ich möchte gleich vorneweg sagen, dass ich davon überzeugt bin, dass der Riesenschnauzer und der Dobermann denselben Bewegungsdrang haben, denselben Bewegungsbedarf oder denselben Aufgabenbedarf haben. Doch zeigt er sich auf verschiedene Art und Weise. Der Dobermann ist, wenn er seine Rasse optimal darstellt, immer der etwas triebigere Hund. Er ist in allen Bewegungsarten immer ein klein wenig schneller als der Schnauzer. Auch der Schnauzer ist ein schneller Hund. Ein Hund mit hohem Bewegungsdrang, hohen Bewegungsbedarf. Auch der Schnauzer ist ein triebiger Hund. Aber er ist alles ein klein weniger als der Dobermann. Nicht um viel, aber dennoch. Bei der Leistungsfähigkeit gibt es schon krassere Unterschiede. Denn ich behaupte, dass der Dobermann allgemein gesehen der schnellere Hund ist, während ich behaupte, dass der Riesenschnauzer der stärkere Hund ist. Ganz besonders ist mir das immer bei der Schutzarbeit aufgefallen. Ich habe mit beiden Hunderassen unzählige Schutzarbeiten absolviert. Hier ist mir immer aufgefallen, dass der Dobermann schneller hereinkommt bei Mutprobe Schuss, Mutprobe Stock. Der Riesenschnauzer dafür hat beim Griff am Arm, bei der Arbeit am Arm, mehr Energie entwickelt. Auch die Power, die der Dobermann am Arm entwickelt, ist enorm. Brauchen wir nicht drüber reden, sind sehr starke Hunde. Doch der Riesenschnauzer ist etwas kräftiger als der Dobermann. Der Dobermann ist schneller.
Ausdauertechnisch nehmen sich beide nicht viel. Das sind beides Hunde, die hohe Leistung über längere Zeit bringen können. Sehr ausdauernde Hunde, wenn es zwei gesunde Hunde sind. Sie sind beide schnell, sie sind beide stark, sie sind beide ausdauernd. Etwas schneller der Dobermann, der Schnauzer etwas stärker. Doch zum Thema Leistungsfähigkeit gehört auch die Wetterfestigkeit. Und hier gibt es einen gravierenden Unterschied, ich sage Ihnen was. Wenn wir am Platz trainierten und es heiß wurde, über 30 Grad, waren die ersten, die wegbrachen, die Rottweiler. Das ist mir immer ganz besonders aufgefallen. Alle Hunde verlieren an Leistung, wenn es heiß wird. Ganz klar. Doch die ersten, die Adieu sagten, waren die Rottweiler. Den Dobermännern machte das immer etwas weniger aus. Die kamen damit recht gut zurecht, verloren auch an Leistung, doch es war nicht so merkbar wie beim Rotte. Wurde es allerdings kalt, fiel die Temperatur unterhalb von 0 Grad Celsius, brachen ihnen die Dobermänner weg. Die begannen zu scheppern, zu zittern, wenn die nicht permanent bewegt wurden. Der Dobermann ist nicht kältebeständig. Ja, das ist seiner Fellbeschaffenheit zu verdanken. Ähnlich wie beim Ridgeback. Auch der Dobermann hat so gut wie keine Unterwolle und geht höchstwahrscheinlich auch nicht gern bei Regen spazieren. Und viele Dobermänner werden generell das Wasser meiden. Das ist oft bei Hunden mit kurzem Fell und fehlender Unterwolle so. Das Wasser schmerzt im ersten Moment kalt. Ja, und so ist es auch mit der Außentemperatur. Der Dobermann kommt, ist eigentlich auch ein Widerspruch, aber mit Hitze weit besser klar, als er es mit Kälte tut. Doch allgemein gesehen ist ihm hier der Schnauzer weit überlegen. Der trotzt Hitze mehr und der trotzt Kälte mehr. Die Fellbeschaffenheit des Schnauzers ist wie gemacht für solche Witterungsbedingungen, solange sie sich im Rahmen halten. Ja. Also wenn wir mal minus 40 Grad haben oder was, bricht ihnen auch der Schnauzer weg. Da müssen sie dann schon auf arktische Hunderassen zurückgreifen. Ganz klar, dasselbe gilt für Temperaturen über 40 Grad. Da wird auch der Schnauzer auf Wiedersehen sagen. Aber im Vergleich zum Dobermann ist er der weit wetterfestere Hund. Also, diesbezüglich ist er der leistungsfähigere Hund. Gehen wir mal zur Lebenserwartung. Ich sage mal, wenn das zwei gesunde Hunde sind, dann kann man von einer Lebenserwartung von 10 bis 14 Jahren sprechen. Das ist für große Hunde eine recht hohe Lebenserwartung. Ja, und die kommt zum Tragen beim Dobermann wie auch beim Riesenschnauzer. Allerdings, werden die meisten jetzt sagen. Es gibt ja beim Dobermann dieses Problem mit dem DCM. Man spricht ja schon von der Dobermann-Krankheit, diese Herzmuskelerkrankung, welche mittlerweile bis zu 60% aller Dobermänner vorweisen sollen. Ich sage Ihnen was, ob Sie es mir glauben oder nicht. Ich kannte keinen einzigen Dobermann, der an DCM erkrankt war. Ich kannte Dobermann-Besitzer, die wen kannten, dessen Dobermann an DCM erkrankt ist. Auch ich persönlich kannte keinen einzigen. Ich weiß nicht, ich habe da schon mal eine Debatte mit einem Herrn gehabt, der glaubte mir das nicht. Aber es ist so, was soll ich tun? Ich kann nicht nur, damit ich es irgendjemand recht mache, jetzt sagen, ich kannte einen Dobermann, der hatte DCM. Ich kannte keinen. Ich kannte 2 deutsche Boxer, die sind an DCM gestorben und ich weiß, dass einer meiner besten Freunde jetzt schon seinen 3. Bordeaux-Dogenrüden an DCM verloren hat. Aber ich kannte keinen Dobermann, was soll ich tun? Und ich kannte nicht nur einen Dobermann. Ich kannte mehrere. Aber das ist nun mal ein Thema, das man nicht wegdiskutieren oder wegleugnen kann beim Dobermann. Diese Krankheit ist da und ist ein Thema, das unbedingt besprochen gehört, wenn es um den Dobermann geht. Ist medikamentös behandelbar und wenn man durch Medikamentengabe beim Dobermann dagegen vorgeht, kann man ihm noch einiges an Lebenserwartung mehr schenken, soweit ich weiß. Ja. Aber es ist immer bitterer Beigeschmack im Kopf jedes Besitzers, wenn sie wissen, ihr Hund leidet an dieser Herzmuskelerkrankung und sie sich jeden Tag fürchten, dass sie in der Früh aufstehen und ihren Hund tot vorfinden. Das Eigenartige bei dieser Krankung beim Dobermann ist, dass andere Hunderassen, welche ebenfalls dieses DCM vorweisen, das anzeigen. Sie werden müde, sehr müde, verlieren an Leistung. Das fällt ihnen dann selbstverständlich auf. Sie fahren zum Tierarzt, lassen den Hund untersuchen, der stellt dieses DCM fest, man kann dagegen vorgehen. Beim Dobermann ist es eigenartigerweise so, dass man denen nachsagt, dass die überhaupt keine Anzeichen zeigen. Ja? Da geht quietschfidel neben ihnen spazieren und fällt von der einen auf die andere Sekunde tot um durch Herzstillstand. Das ist natürlich eine Sache, die schnell mal jemanden abschreckt, sich einen Dobermann zu besorgen. Auch mich würde das abschrecken. Und das ist natürlich fürchterlich. Ich weiß nicht, ob man irgendwann mal da was Effektives dagegen tun kann in Zukunft. Ich weiß es nicht. Ich bin kein Tierarzt, weiß ich nicht. Aber
Das Einzige, das Sie da tun können, wenn Sie sich für einen Dobermann interessieren, ist, dass Sie darauf achten, wie die Züchter da mit den Tieren, mit welchen sie arbeiten, diesbezüglich umgehen. Ja? Ob da regelmäßig Herzuntersuchungen durchgeführt werden, Herzultraschall, EKG und so weiter. Wie es aussieht mit den Vorfahren dieses Welpen, für den Sie sich interessieren, den Großeltern, Urgroßeltern, ob da was war mit DCM, denn diese Krankheit ist vererbbar. Ja, und wenn da schon was war, naja, dann vorsichtig sein. Wenn da nichts war und das Ganze belegt ist, na, dann können Sie bedenkenlos auf einen Dobermann zuschlagen, würde ich mal sagen. Ja, ist ein Thema, das mit Sicherheit zu besprechen ist, wenn es um einen Dobermann geht. Doch generell, schauen Sie, so etwas ist nicht in Stein gemeißelt. Wenn Sie sich hier etwas informieren, so wie ich es gerade gesagt habe, ja, können Sie vieles gut machen damit und müssen nicht dauernd mit der Angst leben, dass Ihr Hund so etwas hat. Beim Riesenschnauzer haben wir das Problem mit diesem DCM weniger. Also der neigt eher weniger zu diesen Herzmuskelerkrankungen. Beim Riesenschnauzer sagt man, dass sie häufiger im höheren Alter an Tumoren erkranken. Doch ist das eine Sache, die bei vielen Hunden vorkommt. Ich kannte viele Hunde, die im hohen Alter Tumore bekamen. Also kann man hier nicht speziell von einer Riesenschnauzerkrankheit reden. Anders ist es bei dem DCM und dem Dobermann, denn hier spricht man schon von der Dobermann-Krankheit. Doch schauen Sie, nochmal, ich will hier niemanden abschrecken oder verschrecken, wenn er sich für den Dobermann interessiert oder so. Es ist, wie gesagt, nochmal, ich wiederhole mich, nicht in Stein gemeißelt. Es ist wie bei uns Menschen. Manche werden steinalt und bleiben bis kurz vor ihrem Tod kerngesund. Die anderen erleiden schwerste Krankheiten in jungen Jahren. Ja. Auch genauso ist es bei Hunden auch. Ja. Aber man muss drüber reden und ja, das Thema DCM ist ein Thema beim Dobermann, keine Frage. Generell gesehen sind es aber sonst robuste Hunde, die weniger zu Problemen mit dem Bewegungsapparat neigen, wie es zum Beispiel die schweren Brocken bei den Molossern tun. Ja, gehören generell vom Bewegungsapparat her zu den eher gesünderen Hunden. Selbstverständlich sind auch Sachen wie HD und ED einem Riesenschnauzer und einem Dobermann nicht fremd. Brauchen wir nicht drüber reden, ganz klar. Doch sie neigen weit weniger dazu als andere große, schwerere Hunde. Ja, okay, lassen wir das. Also Lebenserwartung etwa die gleiche, wenn es gesunde Hunde sind. Aus. Trainierbarkeit. Ganz egal, was Sie mit diesen Hunden machen. Irgendwelche Outdoor-Aktivitäten, wo Sie erfundene Kommandos trainieren oder am Abrichteplatz die klassischen Kommandos geben. Beide Hunde sind ein Genuss bei der Arbeit. Ja. Sie sind zwar auf verschiedene Art und Weise zu behandeln beim Thema. Ganz klar, sind zwei verschiedene Rassen. Und dennoch sind sie ähnlich zu führen. Ich bin mir sicher, wenn Sie ein erfahrener Gebrauchshundebesitzer sind, sei es deutscher Boxer, Bouvier oder Erdil Terrier, deutscher Schäferhund, dann kommen Sie auch sehr schnell mit dem Charakter Ihres ersten Dobermanns oder Ihres ersten Schnauzers zurecht. Sie verstehen, was ich meine. Unterm Strich gesehen funktionieren die Gebrauchshunderassen, auch wenn sie sich charakterlich unterscheiden, aber alle in eine ähnliche Richtung. So ist es auch beim Dobermann und beim Schnauzer. Ich möchte den Riesenschnauzer vielleicht etwas fürhärter bezeichnen. Beide Hunde haben einen breiten Rücken, wenn es dazu kommt, schärfere Kommandos abzuschütteln. Also es gelten beide Hunde nicht als Sensibelchen. Weder der Dobermann noch der Riesenschnauzer. Das sind schon Hunde, die vertragen einen gewissen Drill. Das soll jetzt nicht negativ wirken. Ein Drill ist ja nichts Negatives. Ja? Eine gewisse Arbeit am Platz vernimmt man des Öfteren ein schärferes Kommando. Denken Sie ans Ablassen bei der Schutzarbeit oder ans Kommando Platz selbst. Sie wissen ja, Steh, Sitz, Platz. Kurz ausgedrückt. Also gibt es schon Hunde, die da zusammenzucken, ja, sensibler sind. Also zu diesen Kategorien Hunden gehören der Dobermann oder der Schnauzer sicher nicht. Ich möchte den Schnauzer aber hier etwas mehr Fürhärte andichten, der auch generell bei den Kommandos vielleicht ein klein wenig mehr Nachdruck benötigt, ja, als der Dobermann. Doch beide sind Hunde, die schnell vom Begriff sind, enorm lernwillig sind, einen großen Will to Please haben. Ob die trainierbar sind? Hören Sie, wenn ein Dobermann oder ein Riesenschnauzer nicht trainierbar sind, welche Hunde sind es dann? Selbstverständlich. Dobermann und Riesenschnauzer sind herrlich zu trainieren und mit denen können Sie wahnsinnig viel Staub aufwirbeln auf dem Abrichteplatz. Noch dazu, wenn Sie Händchen
für solche Hunde haben, ja, und den einen oder anderen Erfolg einfahren. Also, Trainierbarkeit. Bei beiden Hunden top. Und jetzt kommen wir zu 2 Kategorien, die ganz besonders interessant sind. Und zwar stellen diese beiden Hunde, damit ich es richtig erkläre, bei jeder dieser Kategorie jeweils einen Hund dar, der für mich den besten aller Hunderassen auf der Welt darstellt. Wo ein bisschen Einstein-mäßig oder Stephen Hawking-mäßig kompliziert erklärt, aber Sie werden gleich verstehen, was ich damit gemeint habe. Ja, manchmal kann ich nicht anders. Thema Wachhund. Gleich vorneweg gesagt, sowohl beim Thema Wachhund wie auch beim Thema Schutzhund bewegen wir uns mit dem Dobermann und dem Riesenschnauzer auf einem Niveau, das hier in diesen Bildschirm nicht hineinpasst. Ja, also allerhöchsten Niveau. Egal wer hier geeigneter ist oder nicht. Beide Hunde sind ein Wahnsinn diesbezüglich. Der Dobermann ist für mich der beste Wachhund auf der ganzen Welt. Aus verschiedensten Gründen. Diese hier jetzt detailliert zu erklären, würde den Zeitrahmen dieses Videos sprengen. Deswegen tue ich das nicht. Doch meine persönliche Meinung ist das. Meine Erfahrung, jo, der Dobermann ist zum Thema Bewachen nicht zu schlagen. Außer, er muss ein Grundstück das ganze Jahr über bewachen. Auch im Winter. Also, wenn er dann bei Minusgraden nicht Moonboots und einen Wintermantel trägt, dann fällt er aus. Ja? Und dann sind alle anderen Hunde die besseren Wachhunde. Aber wenn gemäßigte Temperaturen herrschen, dann ist es egal, ob das ein Grundstück, ein Haus oder eine Wohnung ist. Der Dobermann ist unschlagbar. Auch wenn er starke Konkurrenz hat mit den restlichen Gebrauchshunderassen, Herdenschutzhunderassen oder einigen Terriern. Für mich schlägt den Dobermann hier niemand. Der Riesenschnauzer ist ihm hier dicht auf den Fersen. Das sind ihm übrigens auch viele andere Hunde, aber sie sind ihm eben nur dicht auf den Fersen. Auch der Riesenschnauzer ist ein exzellenter Wachhund, wo nicht viel drüber geht. Ja. Gehört mit Sicherheit auch zu den besten Wachhunden der Welt. Aber nochmal, der Dobermann ist für mich der beste Wachhund der Welt. Also, ja, beides exzellente Wachhunde. Der Dobermann, der ein klein wenig bessere. Thema Schutzhund sieht das etwas anders aus. Hier drehen wir das. Der Riesenschnauzer ist für mich der perfekte Schutzhund. Der beste Schutzhund aller Hunderassen, welche die FCI offiziell anerkannt hat. Aus verschiedensten Gründen, welche detailliert erklärt den Zeitrahmen dieses Videos sprengen würden. Deswegen tue ich das nicht. Für mich ist der Riesenschnauzer der perfekte Schutzhund. Knapp verfolgt vom Dobermann. Der Dobermann ist ihm dicht auf den Fersen, aber ist ihm eben nur auf den Fersen. Obwohl der Dobermann ebenfalls ein exzellenter Schutzhund ist. Und wie ich schon vorher gesagt habe, wir bewegen uns hier auf einem Niveau, das gar nicht hier in den Bildschirm hineinpasst. Bei beiden Hunden. Wenn meine Gesundheit in die Pfoten beider Hunde legen, sofort ungeschaut, wenn es gute Hunde sind. Ja? Sowohl in die Pfoten des Dobermanns wie in des Riesenschnauzers. Aber hart auf hart gesehen ist der Riesenschnauzer hier, auch wenn er harte Konkurrenz hat, so wie der Dobermann beim Bewachen, der Riesenschnauzer für mich der beste Schutzhund. Ja, mehr möchte ich dazu nicht sagen. Thema Familientauglichkeit. Schauen Sie, sowohl der Dobermann als auch der Riesenschnauzer sind bekannt als Einmannhunde. Das ist nichts Schlimmes. Einmannhunde lieben jeden in der Familie, aber sie haben eine Bezugsperson und wenn die da ist, wird zumeist alles andere ausgeblendet. Ist nicht immer so und die Intensivität, mit welcher die Hunde das machen, ist auch verschieden bei Einmannhunden. Und mit Sicherheit gibt es auch Dobermänner und Riesenschnauzer, die keine Einmannhunde sind. Kann alles sein, aber der typische Schnauzer, Riesenschnauzer oder Dobermann ist ein Einmannhund, so wie der Rottweiler. Ja, dennoch sind es Top-Familienhunde. Beide weisen Kindern gegenüber, wenn sie gekonnt erzogen und an die herangeführt wurden, hohe Toleranz vor, können tolle Kumpel für die Kinder darstellen. Es gibt allerdings einige Unterschiede der beiden in der Haltung, beim Leben in der Familie. Und das ist folgender, also der erste Unterschied. Ich bin davon überzeugt, dass der Dobermann zu Hause mehr zu spüren ist. Er wird immer schneller aufspringen, zur Tür oder zum Fenster laufen, anschlagen. Er ist mit Sicherheit der Hund, den man zu Hause mehr spürt. Auch der Schnauzer schlägt an, bewacht, Wahnsinnswachhund. Doch macht er das alles ein klein wenig entspannt als der Dobermann. Davon bin ich überzeugt, das habe ich erlebt. Allerdings gibt es da noch einen Unterschied und der ist krass. Und zwar macht der Dobermann zu Hause weniger Schmutz als der Schnauzer. Wie ich das meine? Nun schauen Sie, Schnauzer kommt ja nicht von irgendwoher. Ja? Schnauzer. Ähnlich wie ich das habe, nur halt noch viel mächtiger.
Auch der Schnauzer geht Wasser trinken, auch der Schnauzer geht sein Futter fressen. Und wenn das noch dazu Nassfutter ist, ja, was soll ich Ihnen jetzt sagen? Sie wissen schon. Ne? Viele unserer Hunde haben die Vorliebe, nach dem Wassertrinken sich zu schütteln. Ne? Wenn der Schnauzer das macht, ja, muss ich Ihnen was sagen? Na, und es ist auch so, dass wenn der Schnauzer fressen geht und sein Futter als Nassfutter besteht, sei es Barf oder industrielles Futter, dass Sie hier besser mit dem Lappen hinten nachlaufen und ihm den Bart sauber machen, denn sonst verteilt er die Bröseln dieses Futters in der ganzen Wohnung. Ja. Das ist ein Nachteil. Ja. Wobei der Schnauzer muss sich gar nicht schütteln, wenn er Wasser trinken geht. Ja. Wenn er ein so gutes Benehmen hat, das nicht zu tun, wird er dennoch genug an Wasser über seinen Pinsel verlieren. Ja. Also da sind sie dauernd hinten nach. Das ist der Nachteil beim Schnauzer. Der Vorteil ist, er ist zu Hause etwas weniger zu spüren. Der Nachteil ist, er macht mehr Schmutz. Ja. Das mit Schmutz können spezielle Molosser-Fans sehr gut. Ja. Was soll ich Ihnen sagen von unseren, in Wien sagen wir die Trenzer, wenn Ihnen der Saber runterläuft und Sie sehen sie an und Sie denken sich, na, jetzt nicht schütteln, ja, und dann geht flapp, 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 flapp und die Fetzen fliegen herum. Ja, ja, Gewand, Wand, Spiegel, alles, ja, das können sie gut, die Molosser. Ja, der Schnauzer macht das halt mit seinem Bart, der hat ja trockene Lefzen. Ja, also Familienhunde, wundervoll, Vor- und Nachteile, das muss man dann selbst abwägen. Gehen wir mal zur allgemeinen Haltung und ich möchte beide als doch recht anspruchsvoll zu haltende Hunde bezeichnen. Ja, es sind beides triebige Hunde. Der Dobermann vielleicht ein klein wenig mehr, doch auch der Schnauzer ist ein triebiger Hund. Es sind beides Hunde, die von klein auf gut sozialisiert gehören, anderen gleichgeschlechtlichen Artgenossen gegenüber, da sie ziemlich dominant sein können. Ich sah schon Dobermänner und Schnauzer, die am Kriegspfad waren und das permanent ist nicht so angenehm. Also die Hunde von klein auf schon an die Begegnung mit Artgenossen gewöhnen, denn die neigen schon dazu, mal zu sagen, ich bin der Boss, nicht du. Ja? Aufpassen, das sind sehr starke, wehrhafte Hunde. Sie sind teilweise fürhart, was kein Nachteil ist. Viele Leute reflektieren auf diese Eigenschaft. Auch mir gefällt das, wenn ein Hund nicht bei jeder kleinen Kleinigkeit zusammenzuckt und das Sensibelchen darstellt. Ja? Und hier sind sie gut bedient mit Dobermann und mit Schnauzer. Es sind beides große, starke, leistungsfähige Hunde, die über sehr ausgeprägten Wach- und Schutztrieb verfügen. Also allgemein gesehen anspruchsvolle Haltung, möchte ich mal sagen. Ich habe viel Erfahrung gemacht mit beiden Hunderassen, sowohl am Abrichteplatz wie auch privat. Ich habe die schönsten Arbeiten mit diesen Hunden erlebt und ich habe privat mit beiden Rassen schmerzhafte, aber hauptsächlich positive Erlebnisse gehabt. Ganz kurz erzählt, mich hat mal ein Dobermann hinterrücks angesprungen und biss mich und das rechte Schulterblatt in den Rücken. Das war dann eine Krankenhausgeschichte, dort wurde ich also zuerst die Wunde gesäubert und dann genäht, aber sonst war nichts mehr. Das war eine blöde Geschichte. Den Biss habe ich gar nicht gespürt. Ja. Den spürte ich erst dann, als das Adrenalin nachgelassen hat. Doch sonst hatte ich nur schöne Erlebnisse mit diesen Hunden. Ich kann mich an Teddy erinnern, einer der schnellsten Dobermänner, die ich gekannt hatte. Und der ist garantiert mit 60 km/h in den Schutzraum reingedonnert. Ich sage Ihnen was, ich hatte da kurz mal einen Schriftverkehr mit einem Dobermann-Spezialisten. Der meinte, kein Dobermann der Welt erreicht 60 km/h. Ich behaupte Gegenteiliges. Ich behaupte strikt und fest, und da stehe ich dahinter, Teddy erreichte diese Geschwindigkeit. Und ich kenne auch eine Dobermann-Hündin mit der Anatomie eines Whippets. Auch da bin ich mir sicher, dass die kurzzeitig Spitzen von 60 km/h erreicht. Ich kannte auch sonst noch einige Dobermänner. Eine Schulkollegin von mir, eine Schulkameradin von mir, hatte einen Dobermann, den Aaron, auf den ich mich gut erinnern kann. Ein guter Freund von mir besaß einen herrlichen Rüden. Ich hatte viel mit ihnen zu tun. Und wie schon vorher von mir erwähnt, die herrlichsten Arbeiten am Abrichteplatz mit diesen Hunden hinter mir. Dobermänner, wahnsinnig tolle Hunde. Riesenschnauzer ähnlich. Auch ein etwas schmerzhaftes Erlebnis, resultierend aus einer blöden Idee. Damals war mein Vater schuld und der Besitzer von Xanto. Ich habe mich da auf einen Kräftemessen-Kampf, auf einen Kampf mit einem Riesenschnauzerrüden mit 55 Kilo Gewicht eingelassen. Mit dem Xanto, der war begleitet mit einem Aluminium-Maulkorb. Der hat mich gut bedient damals. Ich sah aus, als wäre ich in 4 gut platzierte Fausthieber hineingelaufen. Hatte ein geschwollenes Auge, einen wackeligen Zahn, eine geplatzte Lippe. War mir eine Lehre. Und ich lernte daraus, das nicht mehr zu tun. Ein wahnsinnig toller Hund, der auch bei der Schutzarbeit. Ein Riesenschnauzer, wie er sein soll. Herrisch, schön, stark, intelligent. Was soll ich Ihnen sagen? Xanto war ein
Bilderbuch, Riesenschnauzer. Ich kannte auch sonst noch einige Riesenschnauzer. Eine Hündin kannte ich sehr gut. Tolle Hündin, die Endra etwas ähnlich gesehen habe, die ich schon in der Videoreihe Unsere Hunde präsentiert habe. Und sonst noch einen Rüden, der ja mehr oder weniger ein Freund war von meinem Tosa Inu Rüden, Shiro. Tolle Hunde, herrliche Arbeiten am Platz mit diesen Hunden absolviert, was soll ich Ihnen sagen? Einer meiner Top 10. Ja, unterm Strich, was unterscheidet sie jetzt? Was haben sie für Vor- und Nachteile? Was haben sie miteinander gemein? Schauen Sie, was sie miteinander gemein haben, haben wir schon besprochen. Gehen wir mal zum Dobermann. Der Dobermann ist der schnellere Hund. Er ist der bessere Wachhund, weil er der beste Wachhund der Welt ist. Allerdings verfolgt ihn hinter hier der Riesenschnauzer ganz, ganz knapp. Ja. Und das tun viele Hunde, aber der Dobermann läuft ihnen dennoch davon beim Thema Wachhund. Er ist pflegeleichter, kurzhaar mit so gut wie keiner Unterwolle. Er ist aber gesundheitlich etwas anfälliger durch diese verfluchte DCM-Geschichte. Ja. Während der Riesenschnauzer der stärkere Hund ist, er ist der bessere Schutzhund. Hier das Verhältnis Wachhund-Schutzhund beim Dobermann Riesenschnauzer nur umgekehrt. Der Dobermann ist ein exzellenter Schutzhund, aber der Riesenschnauzer ist der beste Schutzhund der Welt. Für mich. Ja. Er weist intensivere er muss intensiver gepflegt werden. Dieses leidige Trimmen oder Scheren, das mich persönlich sehr stört. Ja. Er ist etwas fürhärter als der Dobermann. Beide Hunde sind keine Sensibelchen, aber der Riesenschnauzer generell ist schon, was das betrifft, ja, egal ob Hündin oder Rüde, ziemlich, der schüttelt ziemlich viel ab, möchte ich mal sagen. Ja. Und er ist der gesundheitlich robustere Hund für mich. Allgemein gesehen. Ja, wenn Sie mich fragen, für welchen dieser beiden Kapazunder ich mich entscheiden würde. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Das sind zwei so fantastische Hunderassen. Ich bin beeindruckt von beiden Hunderassen. Ich könnte hier keinen Grund suchen, wenn ich sage, wenn ich mich für den Abrichtersport interessieren würde, würde ich mir den oder den nehmen. Sie sind für mich beide gleich gut für den Abrichtersport geeignet. Dasselbe gilt fürs Bewachen und fürs Beschützen und fürs Leben in der Familie. Den einzigen Vorteil, den der Dobermann hat, ist, dass er zu Hause weniger Schmutz macht. Dafür hat der Riesenschnauzer den Vorteil, dass er zu Hause etwas weniger zu spüren ist. Ja. Aber wenn Sie mich schnell fragen, okay, ich würde mich für den Dobermann entscheiden und ich sage Ihnen auch wieso. Meiner Frau zuliebe, denn die hätte mit dem Pinsel des Riesenschnauzers höchstwahrscheinlich ein Problem. Na, der macht mir alles voll. Sie verstehen, was ich meine. Das ist der einzige Grund. Ja, liebe Zuseher, das war mein Versuch, diese beiden fantastischen Hunde miteinander zu vergleichen. Ist nicht leicht, es gibt schwerere Vergleichsvideos, ganz klar. Und dennoch ist es nicht leicht, denn sie stellen beide wundervolle Hunde da, wo man nur sehr schwer, ja, das Hauptkriterium bei der Entscheidung dieser beiden ist für mich die Optik. Ja, denn einsetzbar sind sie beide, wenn das Wetter passt, in denselben Situationen. Ja, Punkt, aus, Ende. Es hat mich sehr gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen und jetzt, ich bin schon heiser, wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag und das war's schon wieder. Und jetzt trinke ich einen Kaffee.